Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema US-Notenbank-Meeting ist vorbei und Gold darf wieder steigen. Disclaimer. Setup wie 2009. Goldausbruch auf 2500 Dollar steht bevor. Der Chartist hier sieht Ähnlichkeiten mit dem Verhalten des Goldpreises nach der Finanzkrise, die am Jahr 2008 begonnen hat und irgendwo ihren Tiefpunkt 2009 erreicht hat. Das hatte Gold dann ja anfänglich noch mit runtergerissen, durchaus wie eigentlich auch jetzt. Und jetzt nach dieser Korrektur quasi wie 2008 müsste es eigentlich jetzt aufwärts gehen. Und damals stieg ja Gold von 690, also bis also von sieben, ja hier, also fast bis 2000 Dollar. Und jetzt müsste es mindestens für 2500 Dollar reichen, wenn nicht noch viel mehr in den nächsten Schub. Aber diese 2500 Dollar sind im Prinzip keine sehr große Bewegung für Gold und wird wiederum von der Masse der Marktteilnehmer nicht wahrgenommen. Aber für Goldaktien, wie Sie wissen, ist das bei dieser Unterbewertung absolut alles. Ja, warum sind Goldaktien jetzt so interessant? Es ist die Unterbewertung, die einfach extrem ist. Gold selbst ist stark unterbewertet. Goldaktien sind allgemein gegenüber Gold unterbewertet und wiederum Junior- und Explorationsgoldaktien sind massiv gegenüber Goldaktien unterbewertet. Das bedeutet, wenn Gold bis Jahresende in Richtung 2300 bis 2500 Dollar steigt, werden sich die extremen Unterbewertungen bei Goldaktien schlagartig auflösen. Während Gold vielleicht um 25% steigt, sind bei Top Junior und Explorationsaktien bis in der Spitze 5000 bis 10.000% drin. Goldaktien können sich um das bis zu 500-fache besser als Gold selbst entwickeln. Mit dem Gewinn können Sie dann am Ende wesentlich mehr Gold und Silber kaufen. Ja, es ist so, Gold und Silber ist Krisenschutz, ist verlässliches Geld. Klar, jetzt bis zum Höhepunkt des Goldpreises, das viele berechnet haben, mit 8000 heutiger Kaufkraft oder Silber 400 Kaufkraft irgendwann, das ist ein Krisenhöhepunkt, ist es eine ordentliche Performance vom jetzigen Standpunkt aus. Aber im Grunde genommen kann man sagen, man kann sein Geld sichern, man wird es nicht verlieren, man hat es physisch, aber man kann nicht sozusagen reich damit werden. Die ganz großen Gewinne sind mit Goldaktien, den richtigen Goldaktien, und jetzt kommt's, zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Und diese Zeiten, wie wir erfahren mussten, sind sehr selten. Sehen Sie sich nochmal das langfristige Verhältnischart von Goldaktien allgemein und Gold an. Also wenn man einfach den Gesamtmarkt der Goldaktien in Relation setzt mit Gold, kommt man auf diese Kurve hier. Die geht von 1995 quasi aus. Und dann sehen Sie, dass im Jahr 2001 ein ähnliches Tief war wie heute. Nur mit dem Unterschied, dass ab 2001, die bis 2003, 2004 eine enorme Aufwertung von Goldaktien stattfand. Also hier von 0,135 bis 0,36. Und seitdem geht im Grunde genommen, äh, nimmt die Bewertung von Goldaktien gegenüber Gold nach. Natürlich jetzt nicht mehr, nachdem wir hier 5 Jahre einen Boden gebildet haben und rein von der Charttechnik, rein vom Symmetriegedanken her, müsste es jetzt eigentlich einen ähnlichen Anstieg nach oben, also eine Aufwertung von Goldaktien geben, wie es damals während der Finanzkrise, hier sehen Sie es am roten Pfeil, runtergegeben hatte. Also genau dasselbe müsste eigentlich kommen. Und dann würde, sage ich mal, auch unser Hui-Gold-Index über den Median hier steigen, was bei ungefähr 0,37 ist.
Und damit sind wir ungefähr schon im Jahr 2011. Und weil wir so von dieser Tiefe kommen, ist eigentlich davon auszugehen, dass wir höher steigen. Das kann dann zu einer unvorstellbaren Goldaktienrallye führen, gerade von den Tiefen, die wir aktuell erlebt haben. Also diese Fed-Meeting-Manipulation von Gold und Silber schafft wahrscheinlich die allerletzten Möglichkeiten, nochmal günstig Goldaktien zu absoluten Ausverkaufspreisen zahlen, weil wahrscheinlich jetzt ein steiler Anstieg zumindest bis Jahresende oder Anfang nächsten Jahres bevorsteht. Und Goldaktien sind die großen Gewinner, gar nicht so sehr Gold und Silber. Aber natürlich sind für Goldaktien, das wissen wir auch, ist auch ein steigender Silberpreis absolut notwendig. Wir können nur hoffen, dass es dann wirklich auch eine Silberrallye vielleicht bis 50, 55, who knows, gibt. Und es ist deshalb so wichtig, weil dann die Silberanteile in den Goldaktien plötzlich aufwerten und deswegen kommt es zu diesen starken Kursanstiegen. Ja, hier nochmal eine Aktie, ein angehender Silberblei-Zink-Projektgenerator, Operationsgebiet Alaska, hohes Risiko. Also deren Slogan ist Advancing a High Grade AG PB Zink Waterpump Krieg CRD Target. CRD ist eine Carbonate Replacement Deposit, also ein geologischer Begriff. Und dieses CRD also diese Bodenformation wird auch bei anderen Minen gefunden, die sehr, sehr, sehr groß und viel Silber haben. Und man glaubt hier, man hat eine ähnliche Geologie entdeckt. Das ganze Unternehmen befindet sich, wie gesagt, in Alaska. Hier sehen Sie Nome. Hier ist die Mündung des Yukon und es ist, sage ich mal, ungefähr, ja, 100, also hier von der Küste 100 Meilen, 120 Meilen einwärts ungefähr. Hier sitzen die in der Mitte von Alaska, in Nähe vom Yukon. Hier nochmal eine Vergrößerung. Und da können Sie es einfach sehen. Das sind auch historische Minen, die es da in der Nähe gibt. Die haben im Wesentlichen drei Gebiete. Das Ganze nennt sich Illinois Creek, wobei dann diese anderen Gebiete hier, das Waterpump, da wird immer häufig von gesprochen. Da sind diese hohen Silbervorkommen, aber auch das Honkergold und das Roundtop, wo auch hier Kupfer ist. Ja, also das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100%ig unternehmenseigenen Illes Creek Mining District, 55.000 Morgen, also ein großes Gebiet. Das Portfolio von fünf hochgradigen Gebieten enthält Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink. Ein vielversprechendes davon ist das Waterpump Creek, befindet sich nördlich vom Illinois Creek, haben eine hochgradige Silberblei-Zink-Mineralisierung, 9,5 Unzen Tonne Silber, 16,1% Blei und 5,5 Zink. Es ist einfach wirklich eine hochgradige Silberlagerstätte mit diesen CAD. Geologischen Struktur, die eben ähnlich ist zu anderen Silberminen und daher meint das Management, dass er potenziell ein sehr großer Silberproduzent werden könnte. Also Bohrungen haben ergeben, sehr hochgradiges Silber, 522 Gramm pro Tonne, 22,5% Zink und 14% Blei. Also das ist sehr ergiebig. Sogar Einzelwerte 1868 Gramm pro Tonne Silberäquivalent. Ähm, also insgesamt haben sie schon zumindest eine Goldressource von 525.000 Unzen festgestellt und man schätzt ungefähr, dass 56 Millionen Unzen, wenn die Geologie so sein sollte, sie sich vorstellte, dort liegen könnten. Das ist deren Schätzung, muss nicht sein, kann aber auch viel mehr sein. Was das Projekt interessant macht, das ist eben nicht in Mexiko, das ist in Alaska. Und ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass generell Silberprojekte in Nordamerika, also sprich USA und Kanada, einfach wesentlich attraktiver sind als in Mexiko grundsätzlich, wegen dem Sicherheitsgedanken. Und ich denke, die Investoren dürften das honorieren. Wenn man das in den Potenzialfaktor hier tut, also die haben eine Marktkapitalisierung von 25 Millionen Dollar,
eben 65 Millionen Unzen, eine halbe Million Unzen Gold, hochgradig. Ich habe das jetzt mal von den Gold, das ist nur 1,3 Gramm, ist vernachlässigt in dem Fall, weil ich davon ausgehe, die haben auch noch andere Werte, noch mehr Silber und eben Kupfer und Blei und Zinn ist nicht bewertet. Deswegen habe ich das mal so ein bisschen aufgerundet. Und einfach nur, wenn man diese Potenzialfaktor einrechnet, kommt man auf 132. Sprich, also bei Gold 2005, das könnte es nach dieser Formel, die selbstverständlich nur ein Vergleichsindikator ist, um die Aktien in ihrer Werthaltigkeit besser vergleichen zu können, könnte eben von 1,5 Dollar auf unfassbare 198 Dollar steigen. Ob wir solche Zahlen sehen, ist zu bezweifeln. Wir werden es sehen. Jedenfalls hat die Aktie viel Potenzial. Sie ist im sehr guten Gebiet und könnte in einem Gold- und besonders Silberboom eben meiner Meinung nach enorme Bewertung haben. Könnte zu enormen Bewertungen führen. Ja, hier noch ein paar weitere Informationen. Honka-Gebiet, auch hochgradige Proben, 34, also alles High-Grade, Gramm pro Tonne, 27,5 pro 100 Tonne Silber. Round Top ist ein großes Kupfer-Molybden-Silber. System, beträchtliche Kupfer- und Silbermineralisierung gefunden. Jetzt hier nicht so hochgrad, aber jedenfalls Ressourcen sind auf alle Fälle vorhanden. Ja, jetzt vielleicht noch mal kurz ein Schwenk hier zu den Super Goldstock Watchlist. Es geht uns ja hier immer um den Bullenmarkt von 1976 bis 1980. Dort haben sich die Penny Stocks teilweise auf unfassbare Höhen geschraubt. Also hier NRD-Meinung 5 Cent auf 19,1. Also das heißt, aus einem 1000 Dollar Investment wurden 380.000. Klar, sowas trifft man nicht mit Vorhersage, aber es war nicht die einzige. Und genau das machen wir. Wir kaufen diese völlig unterbewerteten Pennygold-Aktien, wir verteilen sie, wir kaufen gute nach, wir schauen, haben diese Aktien Superlative. Und eine davon hatte ich schon beim letzten Mal erzählt, zeige ich ja nochmal, ist die Max Resources. Die hatten wir uns im November 2021 angesehen, da die bei 20 Cent und war eigentlich im Ausbruch begriffen. Und trotz dieser schlechten Situation jetzt im Gold- und Silbermarkt stieg die am Ende bis auf 85. Wir können uns die nochmal kurz nochmal ansehen, was daraus geworden ist. Ähm, Sie sehen, auch in dieser schlechten Umgebung steigt diese Aktie. Also die hat jetzt im Grunde genommen auch schon hier diesen Angriff auf den Gold weggenommen. Ich meine, die hat so große Ressourcen in, ja, in Peru und Kolumbien, Kupfer und alles. Ich meine, man kann nur hoffen, dass die Anleger sich daran verlieten, dass die großen Investoren hier reingehen und das Ding auf 1 Dollar und hoffentlich noch viel, viel mehr steigen können. Ich meine, die war schon mal auch vor kurzem schon mal auf 2,5. Das kann innerhalb eines Spikes auch passieren. So schnell kann es gehen, wenn der Markt fängt. Und dann, wenn eine richtige Mania kommt, wenn Gold 2300 oder 2500 erreicht, sind eben auch Bewertung von 3, 4, 5 oder sogar 10 Dollar gegeben. Und da ist eben das große Geld zu machen. Und daran sehen Sie, äh, mit Gold ist sowas nicht zu machen. Ist sowas nicht zu machen. Gold hat andere Qualitäten. Es ist in erster Linie Geld und es ist absoluter Schutz. Es ist eben Edelmetall in ihrem eigenen Besitz. Und diese ganze Goldaktien-Story motiviert mich halt eben, um eben mehr Gold und Silber in meinen Besitz zu kaufen, wie Sie vermutlich auch. Das ist eigentlich der Hintergedanke. Okay, schauen wir nochmal auf ein paar aktuelle Meldungen. Hier fand ich ganz interessant, nur mal so zum kurz drüber sprechen. Hier Ernst Wolf, eine Zinserhöhung wird die Inflation nicht stoppen. Also es gab da ja wohl eine Krisensitzung, irgendwelche italienischen Staatsanleihen funktionieren da nicht und da müssen gekauft werden. Das heißt, diese ganze Sache ist einfach nur eine riesige Umverteilungsmaschine, um die völlig maroden Staaten noch gerade so am Leben zu halten, eben um den Preis der Entwertung der Sparer in der Eurozone. Also im Grunde genommen ist es einfach wirklich ein Umverteilungsmechanismus, der vermutlich noch einige Monate, wenn nicht Jahre leider funktionieren wird. Und wie können wir uns dagegen schützen? Wir müssen aus dieser Umverteilungsmaschine raus und das machen wir mit Gold und Silber. Ja, ist ganz klar.
So, ja, did you buy the dip? Ne? Sie sehen, die Leute, es macht einfach Sinn, solche Dips zu kaufen, äh, obwohl es beim physischen nicht, im Augenblick nicht so große Unterschiede natürlich macht. Die Unterschiede sind auch bei den Goldaktien. Es haben einige Goldaktien teilweise um 50% nachgelassen. Wenn die dann in wenigen Tagen dann diese Verluste wieder aufgeholt haben, ist das umso besser. Ja, das fand ich auch nochmal ganz erwähnenswert. Grady, der ist aus Schweden, der sagt ja eben, dass dieser Commodity-Bullenmarkt, also dieser Rohstoffbullenmarkt, die greatest opportunity in our lifetime to get out of the rat race. Also, dass er meint, das ist die größte Möglichkeit, die wir in unserem Leben haben, um aus dem Rattenrennen rauszukommen. Wir werden es sehen, ob sie uns komplett diesen Rohstoffmarkt geben. Ich meine, ich finde, das System ist durchaus instabil. Man kann nicht unbedingt sagen, dass es hier noch ein paar Jahre so laufen soll. Ich bin da etwas skeptisch. Ich denke eher, wir müssen froh sein, wenn es jetzt auf Gold 2300, 2500 gehen und dann unsere Gewinne auch sichern, sprich Gold und Silber kaufen oder andere Sachwerte. Wir sind ja dann mit dem Gold und Silber im den Commodity-Bullenmarkt ähm, noch mit drin. Also das muss man vorsichtig gefasst. In der Vergangenheit war das eben so. Commodities-Märkte machen reich, wären sie 2000 systematisch in Gold, Silber und Uranaktien gegangen und hätten es vor der Finanzkrise verkauft, wenn man wirklich gut dabei geht. Ich denke, ähnlich wird es jetzt auch laufen, wenn es auch vielleicht irgendwie durch systemische Probleme ab irgendeinem Punkt gestoppt wird. Oder ehrlich gesagt, einfach auch nur durch Eingriffe. Ich denke, diese ganzen Minen sind auch einfach ein Ziel für diese Politiker. Ne? Deswegen könnte Mexiko zunehmend kritischer werden. Da gibt es ja so viele Deposits mit riesigen Silbermengen, fast eine halbe Million Unzen Silber. Ja, aber wenn die Politiker nicht mitspielen und extra Steuern draufpacken, so wie das Keith Newmeyer mitbekommen hat, kann es schwierig werden. Deswegen eben nochmal der Verweis auf diese nordamerikanischen Projekte. Ja, hier auch nochmal generell nochmal so ein Vergleich zwischen Silber und Standard und Pur, also was ein anderer Begriff für einen Aktienindex ist. Und Sie sehen eben, Silber ist eben seit 2011 hat es sich eben schlechter entwickelt, wesentlich schlechter entwickelt als normale Aktien. Und jetzt ist der Boden eindeutig gefunden und die nächsten Jahre dürfen besser sein für Silber. So einfach ist das einfach. Man muss im Grunde genommen Silber und Aktien tauschen. So einfach kann es sein. Aber das Timing dafür entwickeln ist schwierig und deswegen sollte man durchaus auf diese Charts gucken. Die sagen es ganz klar. Es gibt einen Punkt, da müssen sie den Silber wieder verkaufen. Sie gehen in Aktien und eben andersrum. Das sagen diese Charts. Okay, nochmal zurück. Ja, also es hat sich jetzt, diese Super Gold Watchdog List haben wir ja gemacht. Wir hoffen eben, solche ähnlichen Aktien noch identifizieren zu können wie Max Resources vor dem Anstieg. Und an der Liste hat sich nicht geändert. Ich denke, das sind jetzt so 7 oder 8 Aktien. Und das sind eben alles Goldaktien mit Superlativen, wie hier der Goldprojektor in Quebec mit großen Gebieten, mit einem guten Management-Team oder hier auch mit großen Silbergebieten in Mexiko, Kanada äh, oder eben sehr großen Gebieten in Kambodscha und, oder hier in Kanada. Die haben auch sehr großes Gebiet, hochgradiges Gold und sind auch gerade dabei, ein riesiges Explorationsprogramm aufzusetzen. Oder hier nochmal die Silberaktie mit diesen riesigen Mengen. Aber wie gesagt, es ist auch Mexiko hat aber wirklich riesige Mengen. Muss man sehen, was da draus wird. Aber solche Aktien können es eben bringen. Ne? Wenn die Feuer fangen, die hat schon mal Feuer gefangen, hat jetzt korrigiert und Silber ist bei 50, 55. Wo ist dann diese Aktie? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ja, hier auch nochmal Schweden. Hochgradiges Gold, dies ist schon mal stark ausgebrochen, kann auch jederzeit auf $1 laufen, wenn das Geld reinfließt, auch noch viel höher. Ja, und hier hatte ich auch schon mal drüber geredet. Neufundland
halt so ein Boom, der da gerade läuft, auch teilweise enorm hochgradiges Gold. Das ist ja die Aktie, die mit dieser Foster Wills House aus Australien, das generell die höchstgradigste Goldproduzent ist. 700 Gramm pro Tonne. Das schaffen viele, wie Sie es gesehen haben, von noch nicht mal mit Silber oder so. Ne? Also es ist unvorstellbar, was da teilweise ist. Und wenn sowas der Markt bewertet, ja, da wollen wir im Prinzip hin. Ne? Vielleicht nochmal ein paar Worte zum Report. Also wir versuchen ja diese Aktien zu identifizieren, ähm, also nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Und es wird da einfach die Anzahl der Unzen mit der Qualität der Länder, mit der Qualität des Grades des Metalls in Relation mit der Marktkapitalisierung gesetzt. Deswegen kommen wir auf diese Zahl, um versuchen zu identifizieren, wo wahrscheinlich die Aktien mit den größten Bewertungsaufschlägen sind. Dann haben wir noch eine Exit-Strategie, also dass man ein Konzept zumindest zur Verfügung hat. Also wenn jetzt Gold und Silber stark steigen, Sie haben genügend Gold und Silber gekauft, ist ja dieser Prozess abgeschlossen und da muss sich wirklich gefragt werden, was kaufe ich da für Alternativen und da muss man sich langsam, sage ich mal, so ein paar äh, Sachen, grundsätzliche Sachen machen, wie man dann vielleicht in den Markt zurückgeht, auch wenn nochmal die Börsen geschlossen werden. Aber wenn Sie, sage ich mal, diese Goldaktienwerte zu 95% gesichert haben in Gold und Silber, dann werden die irgendwann hochgehen, spiken, riesige Fantasiewerte von den Massen übernehmen, die dann aber auch implodieren. Vergessen Sie nicht, dass Silber nach 1980 von 50 Dollar auf 5 Dollar implodiert ist, also 90% verloren hat. Ganz so wird es nicht sein, weil das Währungssystem vermutlich sich verändert, aber wenn so ein Boom gelaufen ist und die Wirtschaft schwingt an und stabilisiert sich, dann implodieren die Kaufkraft und dann springen die Aktien an. Und wenn sie dann guten Aktien sind, das ist dann das Gebot der Stunde und da muss man sich irgendwie mental darauf vorbereiten, dass man das dann nicht verpasst und auch ein ungefähres Konzept hat, was man dann kauft. Ne? Ja, Einlagen von Gold und Silber, die erwähne ich halt deshalb. Ich finde es halt interessant. Sie können in kleinen Summen einfach überweisen. Konto ist dann sofort im Zollfreilager in der Schweiz gutgeschrieben, können auch jederzeit verkaufen. Und das Management hatte mir gesagt, dass sie zu jeder Zeit an Ware gekommen sind, wenn man woanders teilweise stundenlang anstehen musste. Ja, wenn Sie generell Gold kaufen, würde ich Ihnen einfach empfehlen, auf gold.de zu schauen. Da gibt es einfach Übersicht der Händler, sodass Sie einfach nicht überteuertes Metall kaufen. Ja, dann finden Sie noch weiter unten im Video, mit welchem Broker in der EU, mit welchem Broker in der Schweiz, mehr Informationen zu Goldaktien. Wenn Sie irgendwie eine Rückfrage haben zum Report, wie gesagt, es gibt hier und da immer einige Zustellungen, teilweise kriege ich eine Information, Virus oder so. Wenn Sie irgendwas nicht bekommen haben oder eine Frage haben, scheuen Sie es nicht, mir entweder eine Mail zu schreiben oder mich anzurufen. Ich sehe das dann und ich würde Sie dann auch zurückrufen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.